Amram und Jochebed sind die Eltern von Mose. Es waren besondere Eltern. Sie heirateten und bekamen Kinder mitten in der Sklaverei Ägyptens. Als Jochebed, die Mutter Josefs, mit ihrem dritten Kind schwanger ist, erlässt der Pharao von Ägypten ein grausames Gesetz. Er weist die Hebammen an, alle männlichen Kinder der Juden bei der Geburt zu töten. Wir können uns nur schwer vorstellen, welche Not diese Verordnung des Pharao in den Familien der Juden verursacht haben musste. Jetzt waren auch Amram und Jochebed betroffen. Die beiden hatten bereits 2 Kinder, einen Sohn, Aaron, und eine Tochter, Miriam. Miriam war das älteste Kind. Wir wissen nicht genau, wie alt sie war, als Mose geboren wurde. Sie muss aber mindestens 3 bis 5 Jahre älter gewesen sein als Aaron. Aaron war 3 Jahre alt, als Mose geboren wird. Die Eltern nehmen das dritte Kind, den Jungen, als Geschenk Gottes an und entscheiden sich, ihn zu Hause zu verstecken. Das gelingt 3 Monate lang, aber dann wird es zu gefährlich. Amram und Jochebed fassen einen verwegenen Plan. Sie bauen ein wasserdichtes Kästchen, legen das Kind hinein und platzieren das Kästchen im Schilf am Ufer des Nils. Und Miriam, die große Schwester, wird auf Beobachtungsposten ans Ufer geschickt. Wir können uns vorstellen, wie inbrünstig die Eltern zu dieser Zeit zu Gott gefleht haben, damit er ihren Sohn doch retten möchte. Sie handeln in dieser verzweifelten Situation im Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das erfahren wir aus dem Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 23. Dort heißt es: Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Gott sah ihren Glauben und erhörte ihre Gebete. Es geschah ein Wunder, ein unvorstellbares Wunder. Ausgerechnet die Tochter des Pharao adoptiert den Jungen. Aber das noch größere Wunder war, dass das Kind von der Mutter gestillt und in den ersten Jahren aufgezogen werden konnte. Auch die Rolle der Schwester Miriam ist in dieser spannenden Geschichte sehr bemerkenswert. Auch sie handelt hier im Glauben. Sie wagt es, der Tochter des Pharao einen verwegenen Vorschlag zu machen: eine hebräische Frau zu rufen, die das Kind stillen kann. Und dann ruft sie die Mutter des Knaben und ihre eigene Mutter. So stellt Miriam sicher, dass ihr Bruder zurück nach Hause zu seiner Mutter kommt. Wir können uns die Freude und die Feier im Hause von Amram und Jochebed nicht vorstellen. Gott hatte ihr Gebet auf unübertreffliche Weise erhört. Er hatte ein Wunder vollbracht, das die beiden sich wohl in ihren kühnsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Und ganz sicher war Miriam die absolute Heldin des Tages. Amram und Jochebed konnten nun ihren Sohn in den ersten so entscheidenden Jahren seines Lebens prägen und erziehen. Sie konnten für ihn und mit ihm beten und ihm den Samen des Glaubens in sein junges Herz hineinpflanzen. Vermutlich dauerte diese Phase mehrere Jahre. Wir lesen in dem Bericht weiter: Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr Sohn, und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Es ist übrigens durchaus möglich, dass der Kontakt zwischen Mose und seinen Eltern und Geschwistern auch weiterhin bestehen blieb und dass er seine Eltern und Geschwister regelmäßig besuchen durfte. Das würde auch erklären, warum er, als er erwachsen war, über seine Herkunft Bescheid wusste und die Entscheidung traf, lieber mit seinem Volk zu leiden, als die Annehmlichkeiten am Hof
des Königs zu genießen. Er betrachtete die jüdischen Sklaven als seine Brüder und bekannte sich zu ihnen. Wir lesen, es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Diese Geschichte zeigt uns, was für ein Segen es ist, gläubige Eltern zu haben. Eltern, die beten. Eltern, die Gott vertrauen. Eltern, die nicht nur in guten Zeiten an Gott festhalten, sondern auch dann, wenn Not und schwere Prüfungen in ihr Leben kommen. Gott belohnt den Glauben von Amram und Jochebed sehr großzügig. Nicht nur, indem er ihren Sohn vor dem Tod bewahrt. Alle 3 Kinder übernehmen den Glauben ihrer Eltern und machen ihn zu ihrem eigenen Glauben. Alle 3 Kinder werden von Gott in besondere Dienste eingesetzt. Alle 3 sind zu Werkzeugen des Segens und zu Vorbildern geworden, nicht nur für Israel, sondern auch für alle Gläubigen aller Zeiten. Gott selbst ehrt die 3 Geschwister, indem er durch den Propheten Micha zu Israel sagt, in Micha 6, Vers 4, habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam. Die Lektion für uns lautet, es lohnt sich, Gott zu vertrauen und ihm das Leben und das Schicksal unserer Kinder in die Hand zu legen. Es lohnt sich, den Glauben konsequent zu leben und die Saat in die Herzen der Kinder hineinzustreuen. Der Herr belohnt den Glauben und lässt die Saat aufgehen und zu seiner Zeit Frucht tragen.